Das Gute begrüßt dich ganz herzlich. Und zwar zu meinem ersten Let's Play. Und mein allererstes Projekt ist... Na, komm, zeig dich. Grandia 2. Das Spiel ist ja vor 16 Jahren, glaube ich, auf den Dreamcast erschienen. Deshalb ist das Spiel auch in 4:3. Sprich, links und rechts sind schwarze Balken. Aber das werde ich so beibehalten. Ich bin kein großer Freund davon, da an der Perspektive dann oder an den Proportionen etwas zu verändern. Und dann legen wir auch gleich mal los. New Game. Es gibt Normal und Hard Mode. Und soweit ich weiß, entspricht der Normal Mode genau dem Schwierigkeitsgrad, den das Spiel damals hatte. Und das lasse ich so. Und bevor ich es noch vergesse, möchte ich mich bei Evil Bloody Eyes ganz herzlich dafür bedanken für den technischen Support. Ich hatte ja da ein bisschen technische Probleme am Anfang und da ist sie mir mit Rat zur Seite gestanden. Naja, sie hat meine Fragen dann ganz nett beantwortet, mit denen ich sie überfallen habe. Also ganz herzlichen Dank nochmal. Und jetzt geht's auch los. Ich habe das Game zwar schon vor etwa 16 Jahren mal gespielt, aber kann mich kaum noch daran erinnern, weshalb es auch eher, ich würde sagen, ein Blind Let's Play ist. Was ich aber ganz gut finde, so können wir uns beide quasi überraschen lassen. Winke, winke und verbeug. Ja, verbeugen ist wichtig in japanischen Spielen. Das ist etwas Kulturelles mit hoher Bedeutung anscheinend. 5 Ladies, ganz alleine. Wow, passt auf, Mädels. Und kreischt. Typisch Dame. Aber ich glaube, da hätte ich mich auch ganz schön erschrocken bei dem fliegenden... Was ist das eigentlich? Und was hat er da für 3 Kokosnüsse hinten dran? Oder waren das Bowlingkugeln? Don't let me down, Sky. Habt ihr die Echse unten in der Mitte gerade gesehen? Habe ich mir das eingebildet? Oder hat die wirklich das gemacht, was ich glaube? Ich glaube, die hat das wirklich gemacht, oder?
Und unser erster Kampf. Oder auch nicht. Dachte ich jetzt. Hätte ich mich gefreut darüber. Aber kann ja noch. Sky, over here! Wow, das war aber knapp, ey. Hüpft ja da einfach in den Abgrund runter. Hat der ein Vertrauen in den... Ja, was ist das eigentlich? Ryudo, I cannot take much more of this. Quit your belly aching and fly, damn it! Whoa! Ein Habicht mit einem Horn? Ein fliegendes Einhorn? Wir werden es im Laufe der Zeit sicher noch genauer erfahren. I finished the job, didn't I? Yes, in your own crude fashion. Here, take your money. Father, don't be rude. I'm so sorry. Don't bother, I'm used to it. I won't have you speaking to his kind. Come, we're leaving. Ganz schön arrogant. Und undankbar. Ja, aber da ist unser guter Hauptcharakter. Ich nehme an, das ist er. I cannot stand him. What a pompous fool. It's work, not a barrel of laughs. Well, well, you're growing up, Ryudo. Ugh, if it weren't for work, I'd have nothing to do with that guy. But business is business. Ja, da wird uns so She gut. was a fine-looking girl, though. I don't care for her or the kindness of strangers. Nee, ich möchte ja nicht reinquasseln, wenn die gerade sprechen. Aber ich weiß ja nicht, wann die sprechen. Das wird ein bisschen tricky, glaube ich. Ich hoffe mal, ich bekomme es hin. What is it, Sky? Ryudo, looks like we have another job. Meint ihr das Bändchen? Ich glaube, er meint das Bändchen. Hey, not already. I'm still sore from that fall. No thanks to you. Ouch! Okay, okay! Sky, all right already. It's good to have work, right? Ja, allerdings schadet nie, Arbeit zu haben. It says the Church of Granis wants to hire you as a bodyguard. So, working for Granis, huh? Now I really don't want to do it. A job's a job, right? Yeah, I guess you're right. That's what it means to be a geohound. Und? Damit? Ich glaube jetzt... Ja, jetzt habe ich die Kontrolle über das Spiel. Sobald der Kompass oben eingeblendet ist. Und da haben wir auch schon unser erstes Item auf der Weltkarte liegen. Oder auf der Karte. Wound Salt acquired. Und da liegt noch was. Poison Antidote acquired. Da haben wir einen schicken Wasserfall. Aber machen kann man da wohl nichts. Und dann gucken wir mal den Save Point. Ja. Recover, da kann man die SP und HP anscheinend kostenfrei wiederherstellen. Das finde ich ja echt mal fair gelöst. Ist aber jetzt noch nicht nötig. Ich habe ja noch keinen einzigen Kampf bestritten. Also ich speichere lieber mal das Spiel. Und ich bin da ein bisschen Hasenfuß. Und ich werde das Spiel wohl häufiger speichern. Also nicht wundern. Und unsere erste Kiste. Blizzard Charm acquired.
Ich hatte ja am Anfang ein bisschen technische Probleme und eines davon war, das Spiel, obwohl es 2015, ich glaube im Sommer erschienen ist. Ah, unser erster Gegner. Es ist nicht kompatibel mit dem Xbox One Controller. Kaum zu glauben. Aber jetzt kämpfe ich erstmal, erzähle ich euch danach. Und ich werde mal gleich Moves und Magic benutzen, um den Slash ein bisschen aufzuleveln. Der kostet 24 SP. Das ist sowas wie Magie in diesem Spiel. Die Punkte. Und es hat den Zusatzeffekt von Cancel. Also ich kann damit Aktionen vom Gegner damit unterbrechen. Wenn ihr unten den Balken seht, der fängt links bei Wait an, geht dann zu dem Balken, wo Com steht, Command, und geht dann weiter nach rechts zur Action. Also in dem Zeitfenster zwischen Com und Act, da kann man dann gegnerische Attacken unterbrechen, aber die eigenen können auch vom Gegner unterbrochen werden. Aber das werden wir im Laufe des Spiels noch spielend herausfinden, sage ich mal. Slash! Ja, er macht. Und das war ein One-Hit. Aber so viel im Spiel ist der Schwierigkeitsgrad natürlich auch sehr niedrig noch. Steigt bestimmt noch an, denke ich mal. Also ich wollte sagen, der Xbox One Controller, der ist wirklich nicht kompatibel mit dem Spiel. Denn wenn ihr den einsteckt, dann passiert Folgendes. Dann dreht sich einfach die Kamera, nur noch im Kreis. Kein Witz. Zuerst dachte ich natürlich, da ist was mit meinem Controller faul, aber nach einer kleinen Recherche im Internet hat sich gezeigt, das passiert immer, wenn man einen Xbox One Controller an dem Spiel anschließt. Und da habe ich Unsolve, Hand Grenade und Yo Miss Elixir acquired. Und meinen zweiten Kampf damit gleich. Aber auch nur wieder eine Spinne. Ich denke, das ist kein Problem. Und ich werde auch wieder Moves and Magic meinen Slash ein bisschen leveln. Da war ja so ein Stern am Anfang. Und wenn man mehrere Sterne hat, ich glaube dann... Slash! Wird es auch schneller, dass er ausgeführt wird. Und die Power, die Angriffskraft, die steigt natürlich. Hoffe ich mal, dass ich mich da richtig erinnere und da jetzt keinen Unsinn weiter verbreite. Und so kleine Sprüche nach den Kämpfen, da kommen noch ganz viele. Ich hoffe mal, dass auch viel Abwechslung dabei ist. Aber vermutlich gibt es nur 2-3 Stück und dann wiederholt sich das alles. Schauen wir mal. Na? Bye, Elena. See you later. I am sorry, Tessa. I would join you if I could. I wonder why I'm not permitted to leave with you. I guess your role is more important than ours. Don't worry. We'll do all the preparations for the ceremony. Tessa, we have to get going. Oh, all right. See you later, Elena. Let's go. Elena, it's time for the service. You ought to return now. Yes, you are right. Don't worry. We've hired a bodyguard. You'll catch up with us safely. Please, take care of yourselves. And Tessa, I will see you later. Da gehen sie. Die Damen. Now, Elena, let's go back.
Thank you for all your hard work. Probably none of our concern. Are they collecting ties? There's enough. What do? Storm through your door and beat charity out of you? I understand. They're off to a tower outside the village to drive away evil spirits. We are very fortunate to have the sisters. Evil spirits? Yes, things are fine around here during the day, but when the sun goes down, all kinds of terrible monsters are about. What about the girl who stayed behind? Oh, Miss Elena? She's a songstress of Grandia's. She sings such pretty songs for us. Maybe she will join after the service. You don't look like you're from around here. Word of advice, don't venture about at night. Huh? They need a bodyguard? What's this about? Driving out evil spirits? The sisters will exorcise the devil at the tower outside the village. How fortunate to have sisters like them. This isn't part of the deal. Whatever. Let's see what they have to say at the church. Yeah. There seems to be no other way. Excuse me, where do we find the church? That's easy, just go straight. You can't miss it. It's a large building at the end of the road. Oh je, ich hoffe mal, mein Englisch ist nicht allzu gruselig beim Vorlesen. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, es in Echtzeit grob ins Deutsche zu übersetzen. Aber nach einem ganz kleinen Probelauf habe ich das wieder fallen gelassen. Es würde zwar so einigermaßen hinhauen, aber ein bisschen holprig und stotterisch. Stotterisch? Ist das überhaupt ein Wort? Stotterig? Stotterig, ist das überhaupt ein Wort? Sagen wir mal so, ich war da nicht so besonders bei dem Test. New in town? Rest now. Recover your strength. Recover, cancel, save game. Recover erstmal, das schadet nie. May you be blessed by Lord Grandia's. New in town. Und dann natürlich abspeichern. Das schadet nie. Und das mache ich häufig. Aber das wirst du selber noch feststellen. Jetzt habe ich zweimal gespeichert. Bisschen verwirrend. Keine Anzeige, ob er es jetzt gespeichert hatte oder nicht. Oder ich habe es übersehen. Dann mal gucken, was da drin ist. Das ist der ansässige Item Store oder Waffenladen oder... Ach, gucken wir mal. Ja, zum Glück muss ich nicht aufräumen. Welcome to my shop. Look around. Take your time. Und dann schauen wir mal, was man kaufen kann. Das günstigste Schwert kostet schon mehr als das Doppelte von dem, was ich an Gold habe. Das wird schon mal nichts. Bei der Rüstung, da sieht es nicht viel anders aus. Und den Rest auch nicht. If you're worried about how to fight monsters, ask that guy. Don't get cookie, just cause you're a geohound. Na, dann frage ich den mal. Is there something you want to know about combat? Beginning Tutorial, cancel. Nee, Tutorial, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Das finde ich im Laufe des Spiels dann mal lieber selber raus. Und ich sehe mich jetzt mal ein bisschen in der Stadt um. Und frage ein bisschen die NPCs. Well, what have we here? We don't see the likes of your kind around here very often, Geohound. Do you know someone here?
No, I've been asked here. You know anything about the Church of Granas? Yeah, I do. They are nice people. They help out a lot. Something a cretin like you could never understand. Ob mich der richtig einschätzt? Na, frage ich mal die Dame hier. Grandmother reads the signs and she said something about the powers of darkness. Something bad is supposed to happen. I don't understand, but I'm sure we'll be alright if we have each other. That's it, as long as my beloved husband is with me. Well, love is not exactly my field. Cheerhounds are rarely given the opportunity to gain any experience, you know? Ich glaube, da tut ein bisschen tief stapeln, aber weiß man's? Hey, you're a cheerhound? What if I am? Aren't cheerhounds known for being savage? You don't bath and you drink the blood of the monsters you slaughter, right? Close. We bath in the blood of our kill. Na, da hätten sie den Kleinen auch ein bisschen eine erschrockene Reaktion geben können. Well, what have you here? Come to ask Lord Granas for help? Everyone needs help these days. Hardly. Apparently, your Granas has a keen sense of irony. The church wants my help. Where is the church anyway? It's right over there. But the church hiring a cheerhound? That's a new one. The sisters have all gone to Grandia Tower in the Black Forest. I hope they are all right. Granas should reward their pity, right? I hope so. There are so many monsters in that region. I can't help but worry. I don't know what to do. The orchards are hardly producing, nothing to sell, and barely enough to eat ourselves. That is more than can be said of other towns. Many are striving. You should count yourselves lucky to have what you do. Barely eating and still motivated to make some gold, huh? My kind of people, indeed. Making money? Heavens no! That's not why we sell to the merchants. We just want other villagers to enjoy the good food. Naja, ein bisschen verdienen wird er wohl auch wollen. Wen haben wir hier? Oh, I'm so disappointed. There is no mass today at church. Now I want hear that songstress beautiful voice today. Songstress? Mass? Oh yeah, I do not know what this is all about. We just came to report for work. Oh, of course, forgive me. Normally, there's a mass in the evening, and the songstress sings for us. I take you for a cheerhound. Am I not right? It's in your eyes, lad. The same eyes I had at your age. Do tell. This ought to be entertaining. Ja, erzähl mal, alter Mann. I've had about enough of songstress tales from the old bed. You came at the right time, lad. Let me tell you a tale. A tale of a man called Flynn. Jim Phoenix. Gab's den nicht im ersten Teil? Bin mir jetzt nicht sicher. The only man to fall to the depths of the Grandia cliffs and lives to tell the tale. Look, Rams, no one survives a fall from the Grandia cliffs. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das stimmt. Am Ende ist das im ersten Teil vorgekommen. Das ist schon so lange her, dass ich den gespielt habe. Da kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern. Well there, young one.
I ain't ever seen you before. You want to talk to old granny? The only thing I'm good for now is telling tales and fortunes. Do you want to hear anything? Nee, I'll pass. Nee, ich will schon was hören. The Tale of Walmer's Moon. Das lasse ich mir mal erzählen. 2 moons in the heavens. The second one falls. Misfortune it is. And abomination. When the moon brings the darkness, then shall the abomination appear. Darkness and doom shall reign over all. Entschuldigung. So you're telling me the moon is a sign of Walmer? Wow, you've got a wise grip on the obvious. Hehehe, what a clever lad. I just guess you're too smart for me to tell you something you don't already know. Na, die andere Geschichte will ich mir natürlich auch noch anhören. The Battle of Good and Evil. Long, long ago, the world was split in two. Light and darkness fought a bitter war that lasted for ages, but finally Grannis, the Lord of Light, defeated Walmer, the Devil of Darkness. Exhausted from the battle, Grannis slept. Right, Grannis won, I know. But then, how comes the tale doesn't end with a happily ever after? Because there wasn't one, I guess. Look about you, clever lad. Can't you see the misfortune left over from the battle? Und die Zukunft will ich mir natürlich auch noch weiß sagen lassen von der guten Dame. Tell me my fortune then. Genau. Why? It can't be. But it is. Your palm speaks of woman trouble, yet it also speaks of a great love. Never before have I seen such a palm. Woman trouble and a great love? For you do? Check again, old woman. Das ist ein bisschen ungläubig, der Sky. Sky? Are you taking this seriously? Listen, Granny. Woman trouble, love, not me, not ever. Das sollte er mal nicht zu voreilig nie sagen. Das kann schnell gehen. Der erwischt seinen und dann ist es zu spät. Ah, you must be the Geohound. It's so good of you to come here to help us. Wow, now Gramps. You feeling well? For future reference, no one thanks a Geohound. Everyone hates us, remember? Oh, no. I'm grateful for the dangerous job you're doing, slaying monsters. That's something I could never do. Well, I've been dispissed before, but never thanked. Hoppla, eigentlich wollte ich ja... Ja, und das mache ich auch noch. Will ich mal gucken, ob man da irgendwas finden kann. Man kann Dinge umstoßen. Da kann man bestimmt auch noch irgendwas Brauchbares finden. So schnell gebe ich nicht auf. Und die Häuser sind nur nummeriert, ist auch witzig. The monsters from the Black Forest have lately begun to come out around the village. I fear that someday my wife or children might be attacked. The world has become a dangerous place. Logic dictates that dense forests are to be the nesting grounds for monsters. Don't let the women and kids near. So. Hier gibt's auch nichts, aber da ist ja schon mal seine Frau, vermute ich mal. Are those sisters going to be alright? Going off to that weird tower for an exorcism? An exorcism? Those church girls are off to an exorcism? For some sort of supreme deity, Grannis sure does know how to dodge responsibility. Sends all his lackeys
to do his work. What a thing to say. Dear little Tessa and the others in the church work so hard so that you can live happily. Ob ich das wirklich alles vorlesen sollte? Wenn man dann noch bedenkt, wie eng es gleich mein Englisch daherkommt. Ach, mal gucken. Check out this awful book. The secret to a long and passionate marriage. Every relationship needs stimulation. A dull life will make your relationship dull too. Once in a while, a couple requires the fiery spice of love. The fiery spice of love. Oh, for heaven's sake, who writes this trash? Ist doch kein Unsinn und kein Müll. So Unrecht hat derjenige gar nicht, wo das geschrieben hat. Da steht dasselbe nochmal. Mal gucken, was dann die Person sagt, wo hier wohnt. Our harvests of fruit and vegetables haven't been too good lately. I wonder if it's the same elsewhere. During my travels, I have noticed others complaining of bad harvests as well. Yeah, I figured that we weren't the only village having such a hard time. Ich glaube, ein Haus hat es noch genau daneben gegeben. Ne, das müsste dieses dann hier sein. Oder war ich hier schon? Klasse Orientierungssinn. Ne, da war ich noch nicht. Are you a traveler? We have some delicious jam. So, would you like to try some? Yeah. No, I'll pass. Nicht hier. Jam. No, I'll pass. I can't stand sweet food. Also, ich hätte ein bisschen Marmelade jetzt ganz gerne gehabt. That is rather odd. It does not appear that they can harvest enough fruit to make this jam. Oh yes, Father Carius taught us how to plant and tend orchards. That's why we have enough fruit. Ich glaube, ich mache mich jetzt dann mal zur Kirche auf. Genug in dem Dorf rumgesucht. Wirklich gelohnt hat sich's ja nicht. Und hier, das ist doch so ein schöner Platz, um eine Schatzkiste zu verstecken. Und keiner ist hier. Sind wohl ein bisschen geizig, die Entwickler. Aber dann lasst uns mal in die Kirche gehen. A song? Maybe it's a songstress. Ja, wer sonst? Shh. Strange. It's calming. Sounds like it's coming from inside. Let's take a look. What's the matter? Is that all? Who said that? Don't mind me. Continue. Were you listening to my singing? Come on, if you're that tense, you won't be able to perform at all. Who are you? I haven't seen you around. What are you doing here? Whoa now, what am I doing here? You're the one who hired me. I hired you? I do not remember anything of the sort. You look awfully suspicious. Leave right now, or I'll scream. Are you for real? Oh, wait a sec. I bet no one told you.
Elena, is something the matter? Ah, you must be the Geohound, yes? We've been waiting for you. A geohound? Hey, I'm Ryudo. This here's Sky. Quite a warm welcome for someone you're hiring. What? Why are you being so rude? Elena, please excuse her. Allow me to apologize on her behalf. Elena, you must get ready to leave. Yes, Father. I'm very sorry for interfering. Please excuse me. Excuses in women are equally tiring. This is not the place. May I ask you to wait at the inn? I shall be along shortly. Na, bevor ich zum Inn gehe, da spreche ich ihn doch gleich nochmal an. Please, be patient. I intend to hire you, but there are details I must explain to the person you will be escorting. Yeah? I don't care what you have to explain. Do it, and do it quickly. I don't like being kept waiting. I apologize. I must ask you to wait at the inn. I will be there later to explain everything. Fine, but remember, I haven't agreed to anything yet. Ryudo, you should perhaps take some time to consider. It's alright. Shut it already. I listened to his offer. Good. Ich mag den Jungen und seine schnippische Art. Just two shabby candlesticks. There's not one thing of value here. Are you sure they can pay my wages? Ryudo, hold your tongue. Ne, ich denke, sein Geld wird er schon bekommen. Ach, ich glaube, ich mache mich dann auch mal gleich auf. In Richtung Inn. Und verplemper nicht noch mehr Zeit. Ich habe jetzt ja quasi im Dorf jeden mal angesprochen. Wirklich ergiebig war das nicht, aber halb so wild. Und da ist jetzt eine neue Option dazugekommen. Das triggert dann wahrscheinlich, dass die Story weitergeht. Ich speichere aber erstmal. Und dann kann es auch weitergehen. The priest told me to wait here. The priest told me to wait here. Oh yes, he'll be along shortly. Why don't you take a seat over there? Tell him to make it quick. Na, der wird schon kommen, keine Bange. Die paar Sekunden. I believe there is a geohound waiting for me. A geohound? There is a man over there. A geohound? Geohound, father? What need have we with his kind? Ah, he has come. Peace, my son. It is not appointed to us to judge our fellow men. Granners alone reserves that power. I apologize for our rudeness earlier. You must be Ryudo, the geohound, correct? I am sorry to have kept you waiting. So, what business does a noble priest of the Church of Granners have with a lowly geohound like me?
I believe that was stated in my letter. You can? Did read the letter? Did you not? Come now, Father. For a priest, your lack of faith is most disturbing. Easy now. Enough, Sky. So, Father, you need a bodyguard. Talk. There is a tower outside of town, Grandia Tower. We will hold a ceremony there tonight under the light of the full moon. I want you to take one of our sisters there, and once the ceremony is over, I want you to bring her back here. I don't buy it. The church has never sought help from outside before, and this is a job for a chirp cowboy, not a murderous Jewhound. Not all are against you, lad. You need not always walk in anger and pain. All troubles can be resolved with prayer and then I suggest you start praying your sister over to your tower. I am sorry, I did not mean to offend. Please. Na, das war aber jetzt auch ganz schön. Fine, fine. I'll do the job, but save your sermons. Gold has a finer voice. Na, ich finde, er ist ganz schön großzügig gegenüber dem losen Mundwerk von unserem Helden, sag ich mal. The sister whom you will be protecting is waiting in the church. Please ready yourself and come along. Das ist auch lustig. Ich wurde von der Kirche gerade zum Inn geschickt und vom Inn werde ich jetzt wieder zur Kirche geschickt. Don't worry about the girl. I've never botched a job and I don't plan to start. Aber hilft ja nichts. Dann würde ich sagen, gespeichert habe ich ja schon. Ich habe es zwar angekündigt, dass ich häufig speichern werde, aber so häufig dann auch nicht. Ich mache mich gleich auf den Weg zur Kirche. Dass ein bisschen Tempo jetzt reinkommt. So, Father, you want me to escort her fussiness here? Fine, then come along, princess. Father, am I the only one with a Jewhound? Yes, your role is very important. Oh, why can I not just go alone? Please, Father. Hey, hey. What are you trying to do? He already paid me in advance. I do not want to go along with that boor. Hey now. Who are you calling a boor? Elena, your role is very important. Were something to happen to you, we couldn't hold the ceremony. Thus, the bodyguard. It's not fair that I'm the only one who has to go with a Jewhound. I don't care one way or the other. Look, are you coming or not? Elena, please do not forget your role. We are depending on you. I beg you. Yes, Father. You are right. I ought not make Tessa and the others wait. I shall perform my part. Well then, Mr. Ryudo. Please take Elena to Grandia Tower. Fine, let's go, princess. My name is Elena. Princess Elena, then, move it.
Ja, auf das Prinzessin genannt zu werden, da steht sie wohl so gar nicht. Ryodo, my son, please take good care of Elena. Of course. I've been paid. I'll do the job, don't worry, and don't call me son. Und er mag nicht Sohn genannt zu werden. Father, please do not worry about me. I would be alright, even on my own. Elena, my child, do not take foolish risks. Do as this young warrior says and perform your service. Yes, yes, Father. Forgive my presumption. Und ich hoffe, ihr vergebt mir meine furchtbare Aussprache. Nicht nur im Englischen, auch im Deutschen. Ja, ich versuche da immer das Fränkische möglichst wegzulassen. Und dann klingt es vielleicht noch eigenartiger, als würde es klingen, wenn ich Fränkisch sprechen würde, aber dann versteht es wohl keiner mehr. Und auf geht's in den Schwarzen Wald. Oder in den Schwarzwald, genau. Der ist ja auch in Bayern. Mit Geheule, aber echt stimmungsvoller Soundtrack-Musik. Hey. What is it? Is this your first time walking in the woods? No, not at all. It's just that at night, keep your head down and watch your step. Look over there. Nice reflexes, princess. Unfortunately, we are not out here to pick berries or nurse herd shrews. Next time, you might want to duck and cover. Most bad guys won't stop killing you if you're trying to kiss their ouchies. Hey, you frozen there or something? Rio, Mr. Ryodo? Is there something ahead? Yeah, back off. Und die hatten wir noch nicht. Mal gucken, wie stark die sind. Aber ich hau gleich mal wieder die Special Moves drauf. 10 Seiken Slash. Mal gespannt, ob die auch One-Hitten. Oder ob da die mehr einstecken können. 10 Seiken Slash! War auch ein One-Hit. Cool. Hätte er jetzt ehrlich gesagt gedacht, der kann ein bisschen mehr vertragen. Dann bekommt sein Kumpel gleich dasselbe auf die Mütze. Die Kämpfe werde ich übrigens alle drin lassen. 10 Seiken Slash! You better practice if you want to beat me. You okay, princess? Yes, Mr. Ryodo. How are you? Are you alright? I'm fine, as long as I'm getting paid. But one thing. Yes? Drop the Mr. stuff. I'm not your teacher, your babysitter, or your damn butcher. Just Ryodo. Hat er wirklich Metzger gesagt? Hat er wirklich Metzger gesagt? Egal. Alright. Bah. At this rate, we won't make it till dawn. Step on it. Sollte es aber vorkommen, dass ich mal unterlevelt bin, dann werde ich außerhalb der Aufnahme ein bisschen leveln oder wenn ich Geld brauche, um mir irgendwelche Ausrüstung zu kaufen.
Und noch 2 so Vögel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die bekommen natürlich gleich dasselbe auf die Mütze. Gar nicht lange rumfackeln. Tensei can slash! Ich weiß, bei der Methode gehen mir der SP ziemlich schnell aus. Aber da man an jedem Savepoint die wohl kostenfrei wieder auffüllen kann, werde ich da nicht viel damit geizen. Und ich schöpfe immer aus dem Vollen und hau volle Kanne drauf. Solange es geht natürlich. Anscheinend habe ich die schon aufgebraucht. Dann gibt es eben eine normale Combo. Das sollten aber dann auch 2 davon reichen. Und dann müsste das auch gut sein. Ja, eigentlich Zeit, dass ich mal was einstecke. Ist ja ein bisschen witzlos, wenn er immer nur austeilt, aber nicht einsteckt. Ein kleines bisschen an Schwierigkeit muss ja dann doch schon sein. Und bis jetzt ist ja der Schwierigkeitsgrad wirklich gering. Links, rechts. Myriad Power Not acquired. Und ich gehe mal zurück und schau mal, was auf der anderen Seite liegt. Da haben wir... Das hat jetzt aber eher ausgesehen wie so eine Hähnchenkeule oder so. Und das ist jetzt dann Gold. Strange. Ich glaube, ich bin schon beim Turm angekommen. Aber das werde ich erst in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Damit würde ich sagen, beende ich diese Folge jetzt auch. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Und falls ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.